Heute möchte ich mal wieder einen leckeren Schinken machen und was ich dann so dafür benutze, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Es gibt einen leckeren Glühweinschinken und da habe ich mir ein Stück Schweinerücke besorgt. Wir kommen jetzt zum Würzen vom Schinken. Die genaue Gewürzmischung werde ich euch dann in die Infobox reinschreiben. Ich mache hier noch ein Rezept dazu, da könnt ihr das lesen. Gucke, dass man in alle Ecke und Kante das Salz reinkriege und das ist dann ja eigentlich schon wieder alles. Wie gesagt, sind jetzt genau 38 Gramm Pickelsalz. Natürlich könnt ihr auch mehr Salz nehmen. Schön, dass überall alles gleichmäßig dran ist. Die Lorbeerblätter, die sind hier da schon mit drin. Was ich jetzt da noch dran mache, das ist noch so ein guter Teelöffel Amora-Senf von Frankreich. Und dann kommt dazu unser Honig. So, dazu nehme ich hier noch meinen selbstgemachten Knoblauch. Könnt ihr ja ein Video von sehen. Dann habe ich hier mein Bärlauch getrocknet. Und dann hier meine spezielle Gewürzmischung. Gebe ich jetzt aber erst zum Schluss. Ich habe noch Ingwer drin, Koriander, Muskat und Pfeffer. Wie gesagt, ich schreibe euch das alles genau auf. So, und dann hier habe ich meine brasilianische Gewürzmischung. Das braucht ihr nicht zu nehmen. Das ist Kumin. Dann ist das so eine Art Knoblauchsalz, scharfer Paprika. Das Ganze wird jetzt schön eingerieben, dass überall was hinkommt. Senf, Honig, alles. Boah, das ist ein Geruch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne? Einfach überall eintreibe, dass überall alles hinkommt und überall alles ist. So. Sieht zwar nicht so schön aus, aber später könnt ihr das mal sehen, wie die so klasse wird. 20 Gramm. Ist wie gesagt alles Mögliche drin. So. Das habe ich jetzt extra zum Schluss dran gemacht. Das seht ihr ja, dass das jetzt schön auch haften bleibt, deswegen zum Schluss. Na, schaut euch das doch mal an. Das sieht doch jetzt schon klasse aus, oder? Super. Das gibt ein leckerer Weihnachtsschinken. So, der tun wir mal hier rein. So. Nichts übrig geblieben, wunderbar. So, und was wir jetzt noch dazu machen, das ist unser Glühwein. Und dann nehme ich mir jetzt mal so ganz frech so 100 ml und das kommt jetzt mit in die Tüte rein. Lecker. Muss schon mal gleich noch ein Glas trinken. So lecker riecht das alles. So, was ich noch reinmache, Nelkenpulver. Da mache ich noch eine Prise dazu, das habe ich jetzt ganz vergessen gehabt. Aber das tut sich ja jetzt gut vermischen mit dem Rotwein. Passt das wieder? So, das ist also meine Gewürzmischung. Wir schließen unsere Tüte und tun das alles nochmal schön verteilen. Seht ihr? So, der Glühwein haben wir schön verteilt. Jetzt gehen wir hin und verschweißen das. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, nochmal ganz kurz zu der Gewürzmischung. Das waren 10 Gramm Knoblauch, 20 Gramm Honig, 1 Gramm Majoran, 1 Gramm Muskatnuss, spanische allerdings. Dann 4 Lorbeerblätter, das hatten wir allerdings auch dann in unserer Gewürzmischung drin. Dann haben wir 2 Gramm Bärlauch, Glühwein, 2 Gramm Ingwer, 2 Gramm Koriander. Dann habe ich noch so ein brasilianischer Mix. Wie gesagt, ich habe ja Familie in Brasilien. Was ich jetzt mache, ich gehe jetzt hin und habe den ja da drin verfrachtet mit Rotwein
Und jetzt nehme ich eine zweite Gefriertüte und stülpe sie nochmal drüber. So, die Seite ist ja offen und die bleibt auch offen. Das ist wegen der Flüssigkeit. Und jetzt tun wir das mal, versuche zu verschweißen. Also wie gesagt, hier haben wir noch eine Sicherheitsfolie. Ich stecke das jetzt mal so, wie es ist, hier rein. Also ich tue es jetzt zweimal verschweißen. Doppelt hält besser, wegen der Flüssigkeit. Und jetzt gehen wir hin, ist jetzt zweimal verschweißt. Da kann nichts mehr passieren. So, und da haben wir zwei Sicherheitstüte. Das drehe ich jetzt mal rum. Und es wird auch dann zweimal verschweißt. Deswegen lasse ich es jetzt mal ein bisschen länger am Anfang. Die geriffelte Folie nach unten lege. Und dann geht es auch super zu. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert, ohne irgendwelche Sauerei. Probieren wir jetzt mal. Also ohne einen Tropfen. So, das könnt ihr ja sehen. Hier, das ist überhaupt keine Flüssigkeit ausgetreten. Super Vakuum gekriegt. Ja. Und das tun wir auch nochmal doppelt einschweißen. Nur nochmal zur Sicherheit. So, und somit haben wir keine Sauerei. Es ist alles super vakuumiert. Ich lasse meistens so 10 Tage im Kühlschrank. Wenn ich keine Zeit habe, lasse ich sie ein bisschen länger drin. Jetzt geht es weiter mit unserer Schinken. Die werden jetzt mal ausgepackt. Abwasche. Das Abwaschen brauche ich euch ja heute nicht zu zeigen. Das könnt ihr ja in anderen Videos sehen. Also das ist dieser Schweinerückenschinken. So mit Glühwein habe ich den gemacht. Der eine war mit Rotwein, der andere mit Glühwein. Und dieser da, der war, ja, der ist mit Bier. Der ist mit Bier, das riecht man auch. Eine habe ich im Rollbratennetz eingepackt und der war ich jetzt einfach hier einfach ein bisschen zusammenschnüre. Gibt da auch eine Hammerform. Macht da erstmal einen Knoten rein. So. Dann einfach hier den Daumen nehmen, rumlehnen und hier durchziehen. So, dann kriegt der schöne eine Rollbrateform. Wieder einen Daumen nehmen, hier wieder durchziehen. Seht ihr, wie das geil aussieht? Da wieder durch, da rum, da durch und anziehen. Kriegt er ein bisschen Halt. Sieht auch toll aus. Unsere Schinken sind nun durchgebrannt oder durchgetrocknet. Das Salz hat sich jetzt alles schön verteilt. Da habe ich noch die vom letzten Video, könnt ihr noch mal reinschauen. Die sind jetzt eigentlich schon die 2. Woche, hänge die schon. Und die werde ich dann später auch noch vakuumieren. Diesen könnte man jetzt dann auch so weiter trocknen. Man muss es auch nicht räuchern. Das kann man auch so weiter trocknen und als getrockneter Schinken essen. Wir machen mal kurz einen Anschnitt vom Glühweinschinken und den Rest zeige ich euch dann wieder nach dem Räuchern. Werde ich mal ein Stück anschneiden, dass ihr auch mal seht, wie das jetzt schon aussieht. Dann nehme ich mal mein kleines Messer hier, schneide mal so ein kleines Stück mal ab von, dass man schon mal ein kleines Ergebnis hat. So sieht er dann jetzt schon aus. Natürlich möchte ich es dann auch mal jetzt schon probieren, ohne geräuchert. Ganz wunderbar. Ja, es gibt ganz fein. Also schmeckt schon ganz klasse. Warten wir mal ab bis aufs Ergebnis, wie sie dann sind. Und ich sage dann mal ciao, bis morgen früh. Das zünde ich nur ganz kurz an und dann blase ich es aus. Glimmt es ungefähr 6 bis 7 Stunden. Das könnt ihr auch in meinem letzten Video sehen. Meine Frau hat gerade gestern gesagt, da brauchst du in Spanien kein Serrano mehr mitzunehmen. Die schmecken ja viel besser. Ja, so ist es. Hier habe ich ja jetzt noch diese Schweineschulter. Habe ich jetzt gerade angeschnitten.
Schmeckt wirklich auch hammerlecker. Allerdings wieder ganz anders wie dieser normale Schinken. So wie gesagt, die sind ja jetzt schon so gut wie 2 Wochen getrocknet und auch geräuchert. Könnt ihr ja sehen im anderen Video. Und hier habe ich ja eine Pancetta gemacht. Also diese Schwade habe ich ja ganz weggeschnitten und habe das dann gewickelt. Da schneide ich dann jetzt auch mal noch ein Stück raus, um mal noch mal zu probieren. Die müssen ja alle ein bisschen hängen noch. Mindestens 2 Wochen, dass dann mal richtig der Geschmack da ist. Also es sieht ja schon ganz klasse aus. Also es sieht auch schon viel besser wie vorher. Hammermäßig. So, das war jetzt nochmal der erste Durchgang von 6 bis 7 Stunden. Unser Glühweinschinken, der ist jetzt sehr dunkel. Das ist durch den Glühwein gekommen. Also hammermäßig würde ich sagen. Sieht jetzt schon klasse aus. Aber wie gesagt, das muss jetzt nochmal einen Tag hängen. Und dann tue ich es noch einmal durch und dann werden wir das Ergebnis sehen. Und ich zeige euch jetzt mal schon das Ergebnis. Ich tue auch mal jetzt den Wurstgang tun wir mal noch ein bisschen entfernen. So, da komme ich dann erstmal jetzt zum Bierschinken. Der hatte ich ja mit Bier gemacht. Und dann möchte ich da mal ein Stück jetzt anschneiden. Ist jetzt zwar noch sehr früh, aber zum Probieren kann man das ruhig mal machen. Da muss er jetzt noch ein bisschen hängen, dass der Rauchgeschmack ein bisschen sich verzieht. Also so sieht es jetzt schon aus. Mal probieren. Wirklich ein Gedicht. Also so sieht jetzt mein Bierschinken aus. So, dann kommen wir jetzt mal zum Glühweinschinken. Ja, man sieht ja dann jetzt auch schon direkt den Unterschied. Der ist ja ziemlich dunkel geworden durch den Glühwein. Und da will ich jetzt, das sieht fast aus wie ein Rinderschinken. So dunkel ist der. Kommt übrigens auch im nächsten Video. Da wollen wir dann auch mal ein Stück anschneiden und das natürlich auch mal probieren. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen früh, aber zum Probieren können wir das schon mal machen. Also so sieht jetzt der Glühweinschinken aus. Der ist schon sehr, sehr fest. Der hat auch jetzt über eine Woche gehangen zum Durchbrennen, weil das Wetter war nicht so gut zum Räuchern und muss ich ein bisschen länger warten. Aber das ist wirklich richtig hammermäßig geworden, muss ich sagen. Richtig gut geworden. Sehr, sehr fest geworden. Tu dann auch mal ein Stück probiere. Ganz lecker. Ja, die Gewürze schmeckt man schon. Aber so ein Glühweingeschmack, so dezenter. Also schmeckt richtig lecker. Nochmal zu meinem Glühweinschinken. Der ist jetzt ungefähr nochmal eine Woche. Und da wollte ich nochmal einen schönen Anschnitt machen. Und dann schneiden wir jetzt nochmal ein Stückchen ab, dass man mal sieht, wie schön fest er ist und wie der so toll aussieht. Das ist ja wirklich... So. Schaut es euch an. Das sieht so hammer aus. Das ist der Glühweinschinken. Und jetzt kommen wir noch mal zum Bierschinken. Da schneiden wir auch noch mal ein Stück raus. Das sieht jetzt auch wieder ganz anders aus. Allerdings auch hammerlecker. So, also so sieht der aus. Und dann kommen wir jetzt noch mal zum Rotweinschinken. Ich habe ja noch einen Rotweinschinken gemacht. Da schneiden wir auch noch ein Stück ab. Ist auch schön fest. Ganz klasse alles geworden.
einmal Glühweinschinken, einmal Bierschinken und einmal Rotweinschinken. So, da tun wir dann auch erstmal auspacken. So, nochmal ein Stück rausschneide hier, dass man es auch richtig sieht. Ist auch sehr fest geworden. Mal probieren. Ganz klasse. Dann ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Ciao, ciao.